Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Ausgabe aus der Seedfast Webinarreihe über Finanzierungsrunden. Ein ganz wichtiger Bestandteil von Finanzierungsrunden sind die Termsheets. Und für jemanden, der noch nie eine Finanzierungsrunde durchgeführt hat, muss sich Termsheet wie ein Buch mit 7 Siegeln anhören. Das liegt zum einen ganz bestimmt daran, dass es sich um einen neudeutschen Begriff handelt. Andererseits natürlich ist es auch ein rechtliches Dokument, das das Verhältnis zwischen der Aktiengesellschaft, die die Finanzierungsrunde durchführt, und ihren Investoren regelt und somit gewissermaßen auch schicksalhaft ist, sowohl für den Entscheid des Investors, aber auch für die Zukunft der Gesellschaft. Anna Friedrich von der Anwaltskanzlei Lex Futura wird uns in den nächsten 10 Minuten erklären, was ein Termsheet ist, zu welchem Zeitpunkt der Finanzierungsrunde es zum Einsatz kommt und welches die wichtigen inhaltlichen Bestandteile eines Termsheets sind. Und jetzt übergebe ich das Wort gerne dir, Alain. Die Bühne ist dir. Danke, Dominik. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wie Dominik schon gesagt hat, geht es heute um das Termsheet. Und da stellt sich die erste Frage, was ist überhaupt ein Termsheet? Das Termsheet wird üblicherweise auch Letter of Intent oder Memorandum of Understanding genannt. Es ist eigentlich der erste Schritt jeder Finanzierungsrunde. Es werden in diesem Dokument die zentralen Investitionsbedingungen festgelegt. Es wird also zusammen mit den Investoren und dem Gründerteam besprochen und vereinbart, aufgrund welcher wesentlicher Bestimmungen man die Investition durchführen möchte. In der Praxis ist es so, dass man sehr selten vom Termsheet abweicht und das Termsheet deswegen ideal ist, weil man Dealbreaker, also Punkte, die beispielsweise der Investor oder das Unternehmen nicht eingehen möchte, sehr früh identifizieren kann, noch bevor man die relativ umfangreichen Verträge fertig verhandelt. Deswegen ein Termsheet ist eigentlich immer sehr zu empfehlen, egal ob es jetzt eine Finanzierungsrunde ist oder ein anderes Vertragsverhältnis, weil oft macht es aufgrund der wesentlichen Bestimmungen dann keinen Sinn weiterzumachen und ein Termsheet ist mit viel weniger Aufwand verbunden als der definitive Vertrag. Wenn man dann ein Termsheet mal hat, dann werden die definitiven Verträge aufgrund dieses Termsheets auch dann ausgearbeitet. Wichtig ist aber zu verstehen, dass das Termsheet an sich selber nicht verbindlich ist in der Regel. Es gibt einige verbindliche Bestimmungen im Termsheet, wie zum Beispiel die Vertraulichkeit. Also ein Termsheet, wie auch die folgenden Verträge, unterstehen in der Regel einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Teilweise wird eine Exklusivität vereinbart, das heißt, das Unternehmen darf nicht nach Unterzeichnung eines Termsheets mit anderen Investoren sprechen, sondern man muss zuerst die ganze rechtliche Due Diligence abwarten und dann allenfalls die Kündigung des Termsheets, bis man mit neuen Investoren oder Investorinnen sprechen kann. Dann Gerichtsstand und anwendbares Recht sind ebenfalls Bestimmungen, die verbindlich sind. Man sieht eigentlich sehr selten Gerichtsprozesse gestützt auf Termsheets. Trotzdem sollte man diese beiden Punkte auch in einem Termsheet regeln. Schauen wir mal an, wo wir auf der Zeitschiene sind oder am Zeitstrahl. Wir haben diesen Zeitstrahl im ersten Webinar von Seedfast bereits behandelt. Also wie läuft eine Finanzierungsrunde ab? Wir sind jetzt ganz zu Beginn. Also ihr habt mit den Investorinnen und Investoren Gespräche durchgeführt. Die haben ein Soft Commitment abgegeben, also sie denken darüber nach, in euer Unternehmen zu investieren und dann kommt das Termsheet zum Zug, diese unverbindliche Vereinbarung. Und was wird dann effektiv geregelt in diesem Termsheet und was sind die wesentlichen Bestimmungen einer Finanzierungsrunde? Man unterscheidet da mehr oder weniger zwischen 3 Kategorien. Die wirtschaftlichen Bedingungen, Economic Terms, dann die Kontrollrechte und andere Bestimmungen. Die ökonomischen, also die Economic Terms, also ökonomischen Bedingungen sind sehr zentral für euch als Gründer, weil sie einen direkten Zusammenhang haben mit der Verwässerung, die mit jeder Finanzierungsrunde einhergeht. Also vereinbart wird relativ klar der Investitionsbetrag, also wie viel investiert der Investor oder die Investoren. Dann auch sehr zentral, auf welcher Bewertung.
Das Thema Pre-Money und Post-Money-Bewertung ist sehr zentral. Vereinfacht gesagt, Pre-Money bedeutet eine Bewertung des Unternehmens, bevor Geld reinkommt. Und aufgrund dieser Pre-Money-Bewertung könnt ihr dann berechnen, wie stark ihr verwässert werdet. Dann wird auch immer festgelegt, welche Prozentzahl des gesamten Aktienkapitals quasi reserviert wird für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist es wichtig zu verstehen, ob nur ihr verwässert werdet oder die Investoren und das Gründerteam. Da gibt es Nuancen, die dann langfristig durchaus positive oder negative Konsequenzen für euch haben können. Dann Liquiditätspräferenzen. Wir werden auf die einzelnen Themen in einem späteren Webinar eingehen. Hier geht es ganz vereinfacht gesagt um einen Schutz des Investors, falls das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt zu einer sehr tiefen Bewertung veräußert werden muss oder liquidiert werden muss, bekommt der Investor gestützt auf die üblicherweise zu vereinbarenden Liquiditätspräferenzen das Investment zurück. Dann werden teilweise Verwässerungsschutzbestimmungen eingebaut und auch sehr wichtig bei den Economic Terms das Vesting. Also es ist eigentlich Standard, fast bei allen Deals möchten die Investoren, dass die Gründerinnen und Gründer für eine gewisse Zeit ihre aktuellen Anteile abverdienen. Ihr haltet schon Aktien, aber das Vesting wird in der Regel so gelöst, dass man ein Kaufrecht vereinbart, also das Unternehmen oder die anderen Gründer oder die Aktionäre, das ist dann Verhandlungssache, haben das Recht, euch einen Teil der Aktien abzukaufen, wenn ihr das Unternehmen zu früh verlässt. Üblicherweise sind da 4-Jahresperioden mit einem 1-Jahres-Cliff drin. Also wenn ihr im ersten Jahr nach der Investitionsrunde das Unternehmen verlässt, das kommt dann immer noch auf den Grund darauf an, dann müsst ihr alle Aktien zum Nennwert abgeben und dann, wenn ihr im Jahr 2, 3 und 4 das Unternehmen verlässt, müsst ihr jeweils einen Teil der Aktien zum Nennwert abgeben und allenfalls besteht auch ein Kaufrecht in Bezug auf die anderen Anteile. Das kommt sehr auf den Einzelfall darauf an. Bei den Kontrollrechten geht es eigentlich darum, dass die Investoren in Bezug auf gewisse Entscheidungen ein Vetorecht oder ein Mitbestimmungsrecht haben wollen. Man nennt das auch Important Matters oder wichtige Beschlüsse, und zwar sieht man solche Vetorechte oder besondere Quoren vor im Verwaltungsrat. Zum Beispiel gewisse Beschlüsse des Verwaltungsrats können nur gefällt werden, wenn der Vertreter der Investoren diesen Beschlüssen auch zustimmt. Ein Beispiel kann sein, wenn man das einzige Asset, zum Beispiel eine Software, veräußern möchte oder eine Exklusivlizenz mit einem Kunden vereinbaren möchte, muss der Investor zustimmen, weil das natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens hat. Diese Listen der wichtigen Beschlüsse sind relativ standardisiert mittlerweile, aber auch hier gibt es immer wieder Nuancen, die verhandelt werden können. Dasselbe auch bei wichtigen Generalversammlungsbeschlüssen. Dort sind sicher die gesetzlich vorgeschriebenen wichtigen Beschlüsse auf dieser Liste und man kann auch weitere Dinge auf diese Liste setzen. Wichtig dann auch bei den Kontrollrechten ist die Frage, ob der Investor einen Verwaltungsrat bekommt oder nicht. In der Regel ist es so, dass der Lead-Investor, derjenige, der die ganze Due Diligence durchführt und auch das größte Investment tätigt, einen Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden kann und damit natürlich vollständige Einsicht in die Angelegenheiten der Gesellschaft hat. Also als Verwaltungsrat hat man Zugang zu allem, als Aktionär hat man von Gesetzes wegen eigentlich mehr oder weniger keinen Zugang, gewisse Auskunfts- und Informationsrechte, aber die sind sehr eingeschränkt und man hat nur diejenigen Rechte, die dann im Aktionärbindungsvertrag festgelegt sind. Dann kommen wir noch zu den weiteren Bestimmungen, die in einem Termsheet auch geregelt werden, üblicherweise Informationsrechte. Dort geht es genau um diese Frage. Als Aktionär hat man gestützt auf das schweizerische Obligationenrecht in der Regel kaum Auskunfts- und Informationsrechte. Im Aktionärbindungsvertrag kann man diese Rechte natürlich beliebig ausweiten. Dann sehr Standard die Übertragungsbeschränkungen, also ein Vorhandrecht. Wenn jemand die Aktien verkaufen möchte, haben die anderen Aktionäre ein Vorhandrecht, können also Aktien erwerben. Dann das übliche Tag-along und Drag-along Thema, das wir auch in einem späteren Webinar mal beleuchten werden, werden auch bereits im Termsheet festgelegt, weil dort teilweise auch Nuancen zentral sind, die man bereits früh thematisieren sollte, weil man sonst bei den Verhandlungen im Rahmen des ABVs plötzlich zum Stocken kommt, weil man diametral unterschiedlicher Ansicht sein könnte als die Investorinnen und Investoren.
Dann üblicherweise die letzten Bestimmungen, Geheimhaltung, Exklusivität habe ich bereits angesprochen, das ist auch eine verbindliche Bestimmung, wie auch die Geheimhaltung. Dann auch, welche Dokumente brauchen wir für die erfolgreiche Umsetzung der Finanzierungsrunde? Ganz üblich sind Investitionsvereinbarung und Aktionärbindungsvertrag. Da gibt es aber noch viele andere, weniger zentrale Dokumente, die aber trotzdem wichtig sind für die Umsetzung der Kapitalerhöhung. Das werden wir in einem späteren Webinar sehen beim Vollzug, wo es dann zur Kapitalerhöhung kommt. Aber auch Wahlannahmeerklärungen von neuen Verwaltungsratsmitgliedern, allenfalls auch eine Umwandlung einer GmbH in eine AG vor der Finanzierungsrunde. Das sind auch Themen, die potenziell Schwierigkeiten bereiten könnten und daher man dieses Thema auch im Termsheet bereits abhandeln muss. Dann ganz wichtig, Kostentragung und dort so ein Hinweis aus der Praxis. In der Regel ist es so, dass im Termsheet vereinbart wird, wenn die Transaktion erfolgreich über die Bühne geht, dann übernimmt das Unternehmen einen Teil der Kosten der Investoren. Da wird in der Regel so ein Cap, eine Limit, also wir übernehmen Kosten bis 15.000, 20.000 Schweizer Franken und das sind die Kosten der Investoren. Also die Investoren bezahlen es indirekt schon selbst, aber das Unternehmen bezahlt natürlich diese in der Regel Anwälte oder Berater der Investoren über das Geld, welches vom Investor in die Gesellschaft eingeflossen ist. Das sind so ganz, ganz schnell abgehandelt die wesentlichen Inhalte eines Termsheets. Es macht sehr Sinn, dass man sich Zeit nimmt beim Termsheet, weil dort kann man effektiv die Dealbreaker identifizieren, auch verhandeln und dann ist dann die Verhandlung des Aktionärbindungsvertrags und des Investment Agreements viel, viel schneller. Das hat man in der Praxis eigentlich so gesehen, dass es durchaus Sinn macht, so ein Termsheet zu verhandeln, auch wenn teilweise das Gefühl aufkommt, dass man zweimal dasselbe macht. Es ist eben nicht so, weil ein Termsheet kann man viel schneller solche Dealbreakers identifizieren. Genau, jetzt zu den Fragen. Habt ihr allenfalls eine Frage zu diesem Thema? Termsheet. Im Moment gibt es noch keine, deswegen erlaube ich mir, Alain, eine Frage zu stellen. Übrigens vielen Dank für deine Ausführungen. Ja, genau, eine Frage, die ich habe, die betrifft das Vesting des Gründerteams. Man hört in diesem Zusammenhang oftmals die Begriffe Good Leavers, Bad Leavers. Kannst du bitte dazu etwas sagen? Genau, also ich habe vorher erwähnt, dass wenn eine Person das Unternehmen verlässt, in der Regel die anderen Aktionäre ein Kaufrecht haben. Und dann hängt es immer davon ab, aus welchen Gründen jemand das Unternehmen verlässt. Da unterscheidet man zwischen einem Bad Leaver und das sind Personen, das ist der eine Grund, die vom Unternehmen gekündigt worden sind aus wichtigem Grund. Das ist in der Regel wird dort verwiesen auf 337 OR, das ist die Bestimmung über die fristlose Kündigung. Also man muss da schon ziemlich seine Pflichten verletzt haben, dass man als Bad Leaver gilt. Und das ist etwas, was man sich bewusst sein muss, in der Schweiz relativ Standard ist es, dass auch Personen, die von sich aus ohne wichtigen Grund das Unternehmen verlassen, auch als Bad Leaver gelten. Das klingt schon mal nicht so problematisch, wenn man aber dann sieht, was die Konsequenzen sind. Ist das eine Bestimmung, über die man sich wirklich bewusst sein muss, weil bei Bad Leavern ist es so, dass in der Regel zumindest das Kaufrecht in Bezug auf alle Aktien ausgeübt werden kann und nicht nur auf die nicht gewesteten. Ein Beispiel, man vereinbart bei der Finanzierungsrunde eine Vestingperiode von 4 Jahren und hat genau diese Bestimmung. Bad Leaver sind Personen, die fristlos gekündigt werden müssen durch das Unternehmen oder aber die ohne wichtigen Grund kündigen. Man ist dann 3 Jahre im Unternehmen, hat das Unternehmen sehr erfolgreich gemacht, hat noch keine Finanzierungsrunde nochmals durchgeführt, weil bei der nächsten Finanzierungsrunde ändern sich jeweils die neuen Vesting-Bestimmungen und können allenfalls angepasst werden. Und dann hat man plötzlich keine Lust mehr und man kann einfach nicht mehr aus Gründen, die bei einem persönlich liegen, aber man kann einfach nicht mehr länger dort arbeiten und kündigt dann. Das ist eine schlechte Entscheidung, weil gestützt auf den ABV wäre es in solchen Situationen so, dass dann die anderen Aktionäre die alle Anteile zum Nennwert erwerben können. Also nicht nur die nicht gewesteten, das wäre nur bei einem Good Leaver. Und deswegen
diese Bestimmung macht durchaus Sinn, dass man es auch im Termsheet wirklich festnagelt und darüber spricht, bin ich wirklich ein Bad Leaver, wenn ich das Unternehmen aus Gründen verlasse, die jetzt nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, sondern aus persönlichen Gründen. Und das überrascht viele. Aber leider, auch ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, ist es oft Standard. Es wird so von den Investoren verlangt. Ja, also etwas, das wirklich tief einschneidet, auch in die Vermögensrechte der Gründer selber und des Teams. Wir haben jetzt eine Frage und du sprichst gerade etwas an, oder? Und zwar geht es um die Frage, was ist Standard und was ist individuell ausgehandelt in den Termsheets. Also gibt es da einen schweizweiten Standard mit Punkten, die üblicherweise so geregelt werden, oder wird alles pro Unternehmen individuell ausgehandelt? Nein, es gibt schon, also die SECA.ch, die hat standardisierte Dokumente auf ihrer Webseite, die werden auch dieses Jahr noch aktualisiert auf das neue Aktienrecht. Dort muss man einfach sich bewusst sein, dass die tendenziell investorenfreundlich ausgestaltet sind. Deswegen, die kann man auch als quasi Template nehmen für ein Termsheet, sind alle Dokumente dort abgelegt, aber bei der Prüfung und bei der Ausarbeitung muss man sich bewusst sein, die sind eher investorenfreundlich. Aber es ist schon sehr oft ähnlich, das Termsheet. Also das heißt eigentlich, dass der Aufbau und die Struktur, die geregelten Punkte mehr oder weniger standardisiert sind, wenn man sich eben an den Vorlagen von SECA orientiert. Beim Inhalt gibt es Gestaltungsspielraum je Finanzierungsrunde zwischen der Gesellschaft und den Investoren. Genau, okay. Kann man so sagen. Wir haben eine nächste Frage. Sie betrifft das Verhältnis zwischen Termsheet und den ABV. Müssen die Bedingungen aus dem Termsheet in den ABV übertragen werden? Die Idee ist es, ja. Also es läuft jeweils so ab, man vereinbart das Termsheet und dann sagt man entweder der Company Counsel, also der Anwalt oder die Anwältin der Gesellschaft, erstellt die ersten Vertragsentwürfe oder der Anwalt oder die Anwältin der Investoren. Und der erste Vertragsentwurf basiert jeweils auf dem Termsheet. Das enthält mehr oder weniger 1:1 dieselben Bedingungen. Aber weil es ja unverbindlich ist, kann es durchaus sein, dass sich einige Bestimmungen noch anpassen, also neu verhandelt werden, aufgrund der Ergebnisse zum Beispiel der rechtlichen Due Diligence. Genau, aber grundsätzlich ist es schon so, es wird eher selten vom Termsheet abgewichen und man sagt auch immer bei der Verhandlung, hey, warum habt ihr jetzt diese Bestimmung reingenommen? Im Termsheet haben wir ja XY vereinbart. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Dokument, das durchaus seine Zeit braucht. Sehr gut, vielen Dank. Ich schaue jetzt gerade ins Frage- und Antworten-Tool und sehe keine weiteren Fragen. Das heißt, wir sind am Schluss angelangt. Ich möchte gerade einen Hinweis machen auf das nächste Webinar, das wir haben, ebenfalls in dieser Reihe von Seedfast zu Finanzierungsrunden. Es findet statt am 30. Oktober, wiederum um 11 Uhr, und es widmet sich ebenfalls dem sehr wichtigen Thema der rechtlichen Due Diligence und was Gründer und Gründerinnen dazu wissen müssen. Es würde Alain und mich, ich erlaube mir deinen Namen auch zu sprechen, Alain, sehr freuen, wenn wir euch wiederum begrüßen könnten dazu. Auf Seedfast findet ihr ein Fixpreisangebot für Finanzierungsrunden. Das besteht einerseits aus anwaltlicher Beratung und andererseits aus der automatisierten digitalen Erstellung sämtlicher Formalitäten, die notwendig sind für eine Finanzierungsrunde. Ich gehe jetzt hier nicht im Detail darauf ein, auch da haben wir Webinare dazu geplant in Zukunft. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, die wir nicht beantwortet haben und für die wir keine Zeit hatten, da könnt ihr euch auch direkt an Alain oder mich wenden. Wir stehen euch gerne zur Verfügung und folgt doch Lex Futura und Consento auf LinkedIn. Da erhält ihr immer die aktuellsten Informationen, einerseits zum Thema Finanzierungsrunde, aber andererseits auch zu Veranstaltungshinweisen im Rahmen dieser Webinarreihe. Ich möchte mich bei dir bedanken, Alain, für deine Ausführung. Danke dir. Bedanke mich auch bei euch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für eure Zeit und Aufmerksamkeit, und wir sehen uns am 30. Oktober spätestens wieder. Sehr gut. Tschüss zusammen. Ciao.
Tschüss zusammen.